Hi, herzlich willkommen im Bike24 Workshop. In dieser Videoserie zeigen wir dir, wie du selbst zu Hause dein Fahrrad reparieren kannst, was die notwendigen Werkzeuge sind und welche Komponenten du dafür brauchst. Wenn du also Lust hast, mehr über dein Fahrrad kennenzulernen und dein Fahrrad auch selbst zu reparieren, lass doch mal ein Abo für den Kanal da. Heute kümmern wir uns nach wie vor um unser Cannondale Synapse SE. Bei mir ist wieder der Florian. Hi, Flo, schön dass du da bist. Wir haben mittlerweile die Bremsanlage komplett getauscht. Neue Laufräder sind auch schon installiert. Aber hier schleift es irgendwie noch. Worum soll es heute gehen? Was müssen wir machen? Also, du hast es fast schon gesagt. Wir müssen heute die Bremsen einstellen, dass sie nicht mehr schleifen. Das ist eine einfache Aufgabe, sollte also jeder hinbekommen. Aber Achtung, bloß nicht an rotierenden Teilen arbeiten. Es ist mal schnell passiert, dass ein kleiner Finger in die Scheibenbremse reinkommt und dann endet das im Krankenhaus. Deswegen immer, wenn man justiert, anhalten. Brauche ich dafür super spezielles Werkzeug? Nein, in unserem Fall brauchen wir tatsächlich nur ein 4 mm Inbus. Manche Bremsen brauchen einen Torx 25 oder halt einen 5 mm Inbus. Okay, na dann legen wir los. Rock'n'Roll. Wollen wir vorne oder hinten anfangen? Wir fangen hinten an. Da habe ich nämlich einen kleinen Trick auch sofort auf parat. Okay. Der sieht folgendermaßen aus. Man hört ja jetzt hier schön den Freilauf auch noch klackern. Dieser Freilauf ist relativ leise. Nichtsdestotrotz zeige ich dir jetzt einen kleinen Trick. Einfach das Rad einmal rausnehmen. Die Kette statt vernünftig einhängen, nicht mit einhängen. Wieder schließen. Und jetzt höre ich nur noch das Schleifen und kann es halt entsprechend schnell beseitigen. Bremse einstellen ist entweder ein optisches oder ein akustisches Einstellen. Ich persönlich bevorzuge es tatsächlich rein optisch zu versuchen. Ein optisches Einstellen heißt, du versuchst jetzt den Bremssattel so auszurichten, dass die Bremsscheibe genau mittig zwischen den Belegen läuft und nicht mehr an den Belegen schleift. Genau. Wichtig ist auch tatsächlich, dass der Bremssattel parallel zur Bremsscheibe ausgerichtet ist. Das sollte man auch immer kontrollieren. Häufig ist es halt so, dass die Bremsbeläge auch ein klein wenig schief stehen und entsprechend dann schief abgebremst werden. In einigen Fällen lässt es sich leider nicht vermeiden. Da muss man halt tatsächlich mal in die Werkstatt und die Bremsaufnahme fräsen lassen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die nur in der Werkstatt geht, weil das Werkzeug kostet über 500 €. Ich kann mir vorstellen, da ist super wenig Platz zwischen Belegen und Scheibe. Wie sehe ich da überhaupt richtig, wo der Abstand da ist? Gibt es da irgendeinen Trick, damit ich das besser sehen kann? Genau, also man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man geht über den Bremssattel und orientiert sich als erstes daran. Das Schöne ist, wir haben bisher noch nicht die Bremse betätigt. Also sollten die Belege noch in ihrer Ursprungsposition sein. Bedeutet, ich schaue tatsächlich hier jetzt über den Bremssattel, dass ich dort die Mitte treffe und nicht über die Belege. Das gleiche schaue ich auch unten. Ist etwas schwierig zu sehen, aber im Endeffekt, wenn man, wie wir jetzt hier einen relativ hellen Boden hat, ist es sehr einfach. Wenn man keinen hellen Boden hat, einfach ein Stück Papier genommen und dann kann man halt das Papier hier hinhalten. Bitte nicht die Finger in die Speichen halten, sondern tatsächlich dann das Papier hinhalten, drehen. Man hört nichts, das ist das Ziel. Und jetzt kann ich halt einmal die Bremse betätigen. Wenn ich immer noch nichts höre, ist soweit alles eingestellt. So einfach kann es gehen. Manches Mal kann es halt ein bisschen schwieriger sein, insbesondere bei unseren neuen Flatmount-Bremsen. Bei Carbonrahmen muss man halt manchmal schauen, da ist dann die Aufnahme schräg. Da heißt es auf jeden Fall ab in die Werkstatt und Plan fräsen lassen oder halt Plan schleifen lassen. Damit wir auch wieder fahren können, muss auf jeden Fall die Kette eingehangen werden. Kann es jetzt passieren, wir haben ja hier noch Schnellspanner und keine Steckachsen. Ich muss schon ein bisschen mehr darauf achten, wenn ich das Laufrad wieder einsetze, dass es auch wirklich korrekt mittig sitzt. Genau, bei der Steckachse ist es eine große Schraube, die ich festschraube und damit ist es überhaupt kein Problem eigentlich. Das wäre halt dann jetzt die Sache, wenn man halt das Rad rausgenommen hat, wie im vorigen Video, komplette Fahrrad auf den Boden stellen, Schnellspanner wieder öffnen, Schnellspanner schließen. Dann sollte man halt wieder die gleiche Position gefunden haben. Super. Und Vorne. jetzt das gleiche nochmal für vorne. Genau das gleiche. Zuerst halt den Bremssattel ausrichten, dass der mittig ist. Du hattest ja eingangs gesagt, wir haben die Bremse jetzt noch nicht betätigt.
Das heißt also, die Bremsbeläge und auch die Kolben im Bremssattel sind noch in ihrer Ausgangsposition. Muss ich das denn immer machen? Das heißt, die Bremsbeläge entfernen, Kolben zurückdrücken, damit ich die Bremse korrekt ausrichten kann, oder kann ich das auch ohne machen? Das kann man auch ohne machen. Es ist halt einfach nur einfacher, tatsächlich die Beläge korrekt auszurichten. Manchmal ist es halt so, dass ein Kolben schwergängiger ist als der andere. Wenn man die halt entsprechend gleichmäßig ausrichtet, dann ist es häufig so, dass sie sich dann gleichmäßig wieder zurückdrücken. Bedeutet, der eine Kolben bewegt sich zuerst und dann der zweite. Sobald die Scheibe erreicht ist, ist ausreichend Widerstand schon da, dass der eine Kolben sich nicht mehr weiter bewegen möchte. Und dann sind sie beide gleichmäßig draußen. Dadurch vermeidet man halt auf jeden Fall die Möglichkeit von Vibration. Vibration an der Scheibenbremse bedeutet Quietschen. Das ist eine ganz ärgerliche Sache, die man eigentlich nie haben möchte. Deswegen ist es halt sinnig, auf jeden Fall darauf zu achten, dass die Beläge gleichmäßig rauskommen. Was hältst du denn von solchen Tricks? Ich habe mal was gesehen, da hat jemand die Schrauben gelockert, den Bremsgriff gezogen. Damit hat sich der Sattel selbst so ein bisschen zurechtgeruckelt und hat dann die Schrauben festgezogen. Was ist von sowas zu halten? Es kann funktionieren, es funktioniert leider nicht immer. Es kommt auch auf die Bremse drauf an. Bei einer Zweikolbenbremse funktioniert es sehr häufig. Sobald es ein Vierkolbensystem ist, kann man davon abraten, weil die Kolben unterschiedlich groß sind, die bewegen sich häufig sehr unterschiedlich, wenn die Bremse halt nicht perfekt gewartet wird. Man kann nichtsdestotrotz damit davonkommen, aber es ist halt meiner Meinung nach nicht perfekt. Okay, die Bremssättel sind jetzt eingestellt und justiert. Es schleift nicht. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden. Da können wir jetzt halt entsprechend weitermachen. Als nächstes steht der Antrieb an. Da ist wieder eine große Baustelle angesagt, aber nichtsdestotrotz wird es auf jeden Fall aufregend. Okay, super. Ich bin gespannt und freue mich drauf. Flo, vielen Dank. Wenn du noch Fragen hast, dann gern damit in die Kommentare. Wenn du keine weiteren Folgen verpassen willst, dann drück einfach die Glocke, abonniere unseren Kanal und natürlich freuen wir uns auch immer über einen Daumen nach oben. Das war's. Viel Spaß beim Selberschrauben. Bis zum nächsten Mal und tschüss.